ein Eldorado für alle planungsaffinen Leute. In diesem Video wollen wir euch einen kurzen Einblick geben in den A4-Planer von Weekview. Und deswegen gibt es jetzt einen Walkthrough, wo wir einfach von vorne nach hinten durchgehen. Das Material ist dasselbe wie beim Business Planner. Sehr geschmeidig, flexibel, schmeichelt einem wirklich sehr angenehm. 2 Lesezeichen, blau und grau und ein Gummiband, damit alles schön verschlossen und aufgeräumt ist. Es beginnt mit Platz hier für die persönlichen Daten, damit der Kalender wieder zurückkommt, wenn man mal irgendwo liegen lässt. Links unsere Vision, Mission, Passion, Inhaltsverzeichnis. Und hier die Einführung ins Weekview-Konzept ganz generell. Braucht eigentlich nicht so viel, da ist im Grunde genommen alles das Wesentliche erklärt. Dann ein paar Ansichten und was Sie tun. Das Quartalscurriculum mal so dargestellt, dieser Zyklus, den wir haben, von Erkennen über Planen, Tun hin zu Wurzeln. Jeder, der sich mal ein bisschen beschäftigt hat, könnt ihr auch in unseren anderen Videos nachschauen, wie unsere Prozessschritte ausschauen und wie sie sich dann auch im Planer wiederfinden. Und zwar ganz speziell, und das sieht man hier, dass diese Quartale hier so eine Abteilung machen, ganz speziell eben in den Quartalen. Es beginnt mit einem 8-Jahres-Überblick, und zwar schon ab Jahr 2022, weil man ja öfters auch mal zurückblickt, bis hin zu 2029. Und da sind wir wirklich stolz drauf, weil das wahrscheinlich der kompakteste Kalender mit allen Tagen, also man kann sich auf alle Fälle alle Tage ausrechnen, weil der Sonntag immer angegeben ist. Also man muss nur bis 7 zählen können oder addieren können. Dann ist man eigentlich schon voll dabei, inklusive der gesetzlichen Feiertage. Ist alles drauf hier für 8 Jahre. Und es steht auch noch da, welche sich von der Wochennummer her abweichen oder welche Jahre abweichen in Amerika, weil da die Wochenzählung anders ist. 22, 27, 28. Dann geht es los mit 3 Jahren Jahresübersichten 2023, 2024, 2025, wo man auch Platz hat, Sachen einzutragen, auch wenn es klein ist, dann mit dem Eintragen. Und man hat die volle Übersicht über die 3 Jahre, kann hier wirklich vorausplanen, Ferienplaner, dann die Zeitzonen. Und dann beginnt schon mit dem ganz Grundsätzlichen und hier eben mit dem Erkennen. Wo will ich überhaupt hin? Das muss nämlich erstmal klar sein, sonst macht das Navi gar nichts, wenn ich ihm nicht das Ziel eingebe. Und deswegen hier am Anfang die Ziele für das Jahr 2023, dann die Einteilung oder die Möglichkeit, das noch für die Quartale oder für die Monate noch genauer zu definieren oder was da für Themen abzuhandeln sind. Diese 4 großen Themen, persönlich, Familie, Freunde, Arbeit, Gemeinschaft und Soziales als Basis, aber dann auch Platz für eigene Rubriken. Und oben, ganz wichtig, wenn man Dinge in weiterer Zukunft, nämlich 7 Jahre vor Augen hat schon, dann soll man sich hier eintragen und es wird einem helfen, daran immer sich wieder zu erinnern. Viel Platz, um Ziele zu sammeln, geht nämlich darum, die Gedanken, die Ideen, die aufkommen, festzuhalten, denn später hat man sie wieder verloren und man kann sie nicht in einem Moment, wo man es dann mal bearbeiten will, hat man es dann nicht da und dann vergisst man es sicher. Nochmal eine Doppelseite mit jeweils 8 bzw. 16 Rubriken auf einer Doppelseite, wo sich jeder auch seine eigene Einteilung machen kann oder die Rubriken ja unterschiedlich verwenden kann. Eine Timeline wochenmäßig
über das ganze Jahr, was einem hilft, die Überblick über die großen Vorgänge, Urlaube, Ereignisse, Deadlines für das ganze Jahr, sowohl jetzt privat als auch beruflich. Hier ist gut, alles zusammen irgendwo zu haben, damit man eben den Überblick nicht verliert. Hier mit dieser Queransicht, Gantt nennt man das, sieht man dann gut, oh, in der Woche kommt eben vieles zusammen, das wird eine schwierige Zeit werden. Oder man plant eben dann schon gleich ganz anders. Der Jahresrückblick für 2023 ist ganz bewusst vorne und nicht hinten, weil es eigentlich auch so gedacht ist, dass man hier diese ganzen Zielthemen an einem Ort hat und man auch während des Jahres schon Dinge eintragen kann, die einem so auffallen, die einem wichtig geworden sind und die man später bestimmt dann auch noch so beibehalten will. Nur wenn dann das Jahresende kommt, hat man sie wahrscheinlich vergessen. Deswegen, wenn hier mal so ein kleines Wort steht, dann ist es schon eine Hilfe. Hier noch Resümee-Fragen und ganz wichtig für das nächste Jahr, je mehr das Jahr 2023 auch vorbei ist, werden immer mehr Themen auch vom nächsten Jahr irgendwie reinkommen. Hier einfach kurze Notizen und dann ist das Ganze schon mal unter Dach und Fach und hilft dann bei der nächsten Jahresplanung. Hier eine wichtige Seite, die Legende. Es ist gut, sich persönliche Farben, Symbole zu überlegen, aber dann auch wirklich aufzuschreiben, damit man nicht dann einen Monat das hat und den anderen Monat das hat, sondern konsequent diese Symbole und diese Farben auch durchzieht, vereinfacht vieles und macht die ganze Sache geradlinig. Hier die Beschreibung des Infoquadranten, so wie man ihn eben nutzen will. Wir haben immer viel Freiheit und deswegen hier die Festlegungen, damit man hier nicht sich jeden Monat was Neues ausdenkt. Allgemeine Definitionen. Ja, und jetzt ganz bewusst fangen wir an eben mit dem Quartal. Man hat vorher überlegt, ob wir vielleicht mit der Woche anfangen, aber ganz bewusst beginnt es eben mit dem Quartal vom Groben zum Feinen. Und das ist in dem Jahr etwas neu oder anders geworden. Wir haben jetzt ganz bewusst hier diesen Freiraum links gelassen, die halbe linke Seite, viel Platz, um die Themen zu sammeln. Und zwar auch schon im Vorhinein, wenn man jetzt an die nächsten Quartale denkt, die Dinge, zu denen man jetzt einfach keine Zeit hat, aber die gemacht werden müssen. Und wenn man sie irgendwie orten kann, kann man entweder hier oben, da ist auch schon ein bisschen Platz, aber man kann sie dann wirklich schon hier beim nächsten Quartal eintragen und die einfach sammeln. Hier sind es 3 Rubriken, die man sich auswählen kann oder einfach aufschreiben. Hauptsache es steht mal irgendwo und geht nicht mehr verloren. Wenn dann die Quartalsplanung gemacht wird, dann gibt es hier ein Feld, wo man die Quartalsziele definiert, fixiert und hier unten Platz, um diese Vorgänge, um die Vorgänge zu finden und diesen Vorgängen bestimmte Tätigkeiten zuzuordnen, soweit sie eben schon vorhanden sind im Kopf. Hier ganz bewusst eben grob, hier geht es mehr um eine Monatsplanung und trotzdem sind die Wochen schon fein vorhanden, um wenn jetzt irgendwelche Deadlines oder Ereignisse, die ja festliegen, vorhanden sind, dann schreibt man sie hier rein und bekommt hier einen guten Überblick über das ganze Quartal, über die 13 Wochen normalerweise. Von einem Quartal, machen wir es jetzt 12 oder 14, um den Überblick hier zu bekommen. Dazu kommt aber jetzt, und das ist auch neu in diesem Jahr, dazu kommt hier die Umsetzung der Quartalsziele und im Grunde genommen die Monatsplanung, die hier dann taggenau möglich ist. Hier sind wirklich die Tage verwendbar
und können auch Termine oder irgendwelche Aktionen gekennzeichnet werden für ein Kürzel. Es ist viel Platz hier auch, sage ich nur nebenbei. Es ist immer gut, sich irgendwelche Kürzel, die man da verwendet, hier wirklich daneben hinzuschreiben, denn in 2 Wochen oder in 4 Wochen weißt du sie bestimmt nicht mehr. Dann, wenn jetzt irgendwelche Aktionen immer wieder vorkommen, hier kann man den Infoquadranten definieren, wann man jetzt eben den Newsletter immer rausbringt. Dann steht eben wirklich da Newsletter, wenn man das dann weiß. Und dann, wann irgendeine Folge oder wie das eben laufen soll, kann man hier den Überblick behalten mit diesem Infoquadranten, den man hier verwenden kann. Und hier gibt es dann nochmal eine andere Ansicht, die neu ist in diesem Kalender. Und manche Leute lieben diese Tageskachelansicht. Ich verwende sie jetzt persönlich bis jetzt noch nicht. Und du musst sie auch nicht verwenden. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt die ganzen Designs hier dazu da sind, um hier die alle auszufüllen. Bitte verfallt nicht in diesen Versuch, um das geht es gar nicht, sondern es ist eine Möglichkeit, die wir bieten und den Leuten, denen das zusagt oder für die es einfach passt, die sollen das nutzen. Und ich glaube, die ist irgendwo einzigartig, weil normalerweise gibt es nämlich diese Kachelansicht zwar für einen Monat, aber hier ist das erste Mal eine Kachelansicht für ein ganzes Quartal, für 3 Monate. Und es ist trotzdem noch genügend Platz, um reinzuschreiben. Ich glaube, dass manche sich da sehr drüber freuen und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, wenn es euch gefällt. Hier in dieser Wochentage und Wochensicht, in dieser Struktur, wo man einfach einen guten Überblick über das ganze Quartal auch behalten kann, über alle Aktivitäten und was immer da ist. Ja, und dann kommen die Monate, ganz bewusst die Monatsansicht hier reingenommen, damit man alles beim Quartal zusammen hat, damit man nicht so viel blättern muss, wieder vor und zurück, sondern hier ist jetzt alles, was in diesen 3 Monaten geschieht, zusammengefasst. Und hier ist nochmal Platz, ganz speziell auch für die Monatsplanung. Das machen auch nicht alle, aber andere möchten sie unbedingt haben. Hier auch mit den Monatsprioritäten. Einen freien Bereich, den man so nutzen kann, wie man es selber möchte, gepunktet. Und noch verschiedene Felder, hier unten auch Platz, um Reflexionen zu machen. Und hier die beliebte Spaltenansicht, vertikal, wo 4 schmale und 3 breite Spalten nach eigener Definition verwendet werden können für Ferien, für Mülltonnentermine, für Geburtstage, was immer man einfach in dieser Monatsansicht gerne im Überblick behalten will. Denn dafür ist die Wochenansicht nicht unbedingt geeignet, weil man eben den großen Blick aufs Monat nicht hat. Und auch die Quartalsansicht ist auch nicht optimal, oft für solche Termine. Aber viele mögen diese Monatsansicht, manche nutzen sie sogar als Seminarplan, wo alles drinsteht, welche Seminare wann. Ja, also kann ganz unterschiedlich verwendet werden, aber wenn es konsequent verwendet wird, dann schafft es einfach viel Überblick. Also hier eine ganz wichtige Seite, um orientiert zu sein im Leben, nämlich Quartal beobachten, alle wichtigen Ereignisse eines Quartals auf einen Blick. Und zwar ganz bewusst stehen hier nur Fakten. Hier darf keine Planung rein, denn ich weiß nicht, was morgen sein wird, ob das wirklich stattfinden wird, sondern hier steht nur drinnen, hier sind Symbole oder bestimmte Ereignisse oder wie ich mich gefühlt habe, hier nur hinterher betrachtet. Das heißt, sie sind echt geschehen. Also Fakten, hier mit der Möglichkeit, die tagesspezifisch einzutragen, aber auch eine Wochenbemerkung zu machen, also das Wochenhighlights oder was immer.
hier eingetragen werden können. Dann hier aber oben auch noch ein bisschen Platz, um für das ganze Quartal schon so ein paar Vorbemerkungen zu machen. Was war besonders, Highlights, Lowlights fürs Quartal dann. Und so schafft diese Doppelseite Orientierung und lehrt einen zu verstehen, was hat eigentlich wie lange gedauert, wann ist das eigentlich gewesen. Und man hat da innerhalb von einem Quartal oft schon ein Problem zu sagen, war das jetzt vor 4 Wochen oder war das vor 6 Wochen? Und oft verschätzt man sich da sehr, aber es hilft, hier orientierter zu werden. Quartal auswerten, auch eine Doppelseite, die man vielleicht schon während des Quartals auch ausfüllen sollte, welche Menschen, welche Erkenntnisse, welche Projekte waren in einem Monat. Hier noch Platz, zusätzliche Dinge aufzunehmen. Das, was geschehen ist, und hier rechts das, was wir daraus an Rückschlüssen ziehen im Persönlichen, also jetzt in den Lebensbereichen, Persönliches, Familie, Freunde, Arbeit und Gemeinschaft, Soziales, kann man aber natürlich auch selber einteilen. Hier unten noch ein paar Fragen, die man sich stellen kann, um eben markante Ereignisse und Erfahrungen, wichtige Menschen hier reinzuschreiben und das, was man aus diesen markanten Ereignissen an Lehren gezogen hat. Ja, und jetzt kommen wir ganz zentral zum Feinen vom Quartal. Sind es ja zur Woche genau ein Verhältnis wie 1:13, fast wie 1:12. Deswegen sagt man eben, wer gelernt hat, im Quartal zu leben, der verlängert sein Leben um das Vierfache. Und er lebt das, was andere in einem Monat erleben, erlebt er in gewisser Weise in einer Woche. Oder was andere in einem Jahr erleben oder an Zielen erreichen, das erreicht jemand, wer das Quartal richtig zielorientiert angeht, in einem Quartal. Also es ist wirklich was dran. Es ist nicht nur Gerede, sondern was wir mal gemacht haben. Und das ist ein entscheidender Schlüssel für den Erfolg auch, dass man eben fokussiert ist und dass man im Quartal lebt. So, und genauso wie man im Quartal 13 Wochen hat, so hat man eben in der Woche 7 Tage. Und diese im Überblick hier zu haben, sowohl was die Tage anbelangt, aber auch was die ganze Woche anbelangt, die Aufgaben, die Themen, die sollen hier Platz finden. Aber auch noch einen Ausblick, im Ausblick zu behalten, was in der nächsten, übernächsten und so weiter Woche vorkommt, das ist auch nochmal eine Hilfe, deswegen hier oben der Ausblick. Dann links die Prioritäten, die man vor Augen haben will, was muss in dieser Woche, was ist extrem wichtig, was muss in dieser Woche fertig werden. Prio B, woran muss ich arbeiten in dieser Woche. Dann hier Aufgaben, denen man noch Tage zuordnen kann und dann noch hinschreiben kann, was sie gebraucht haben. Aber das sind wirklich Wochenaufgaben. Tagesaufgaben können auch hier noch rein. Dafür ist da noch ein bisschen Platz und dann eben die Termine bzw. die Tageszeiten mit einer Kennzeichnung für die halbe Stunde oder für die Mitte hier, damit man hier eben das Time-Blocking machen kann, eben bestimmte Blöcke anzeichnet, was man da denn tatsächlich gemacht hat. Rechts ein freier Bereich, oben im Grunde genommen ein freier Bereich, den man sich selber einteilen kann. Jemand, der den führenden Sonntag nicht braucht, kann aber hier nur Dinge reinschreiben, Wochenmotto oder was immer man gerne möchte. Also jede Menge Platz für Menschen, die eben gerne planen, die wissen, wie wichtig es ist, Dinge zu notieren, wie hilfreich es auch ist, das konstant zu machen und dann später daran nochmal seine Rückschlüsse ziehen kann und lernt daraus. Hier auch der Infoquadrant. Ja, diese Doppelseite soll einfach helfen, die Woche erfolgreich zu meistern und dadurch zu
Navigieren, das Wichtigste im Blick zu behalten und ja, und für alles Platz zu haben, was auch sonst noch nebenher läuft. Wobei, wenn es jetzt hier eben am Platz zu wenig ist, und da komme ich jetzt zum Schluss noch drauf, ist noch viel, viel Platz, um diese Informationen nach hinten auszulagern. Das ist jetzt alles, was jetzt hier weiß ist. Das ist praktisch Zusatzbereich. Einmal die Business Tools. Hier sollen alle Daten von den Projekten rein. Einmal übergreifend für das ganze Jahr, nochmal wochenweise die Dinge, die man eben hier eintragen will, Projekte, wann sind die Sachen geliefert worden, wann sind sie bestellt worden. Die Dinge, die man über das ganze Jahr hinweg gerne im Überblick haben möchte. Jetzt nochmal dasselbe wie vorne, ist gut sich zu überlegen, wie man diese Timeline verwendet und wie man die vorne verwendet. Vielleicht die vorne mehr für privat, die mehr für beruflich. Dasselbe oder ähnlich nochmal, aber auch mit einem Wochenraster, aber hier viel mehr Platz nochmal für das ganze Jahr. Und dann im Monatsraster 2 Jahrestabellen. Das mal übergeordnet über die ganzen Projekte und dann auch noch die regelmäßigen Aktivitäten. Routinen sollen hier rein, Dinge, die man pro Woche, pro Monat, pro Quartal, pro Jahr sich vorgenommen hat, durchzuführen, was eine große Hilfe ist, wenn man das neue Quartal angeht, dass man schon gleich mal sieht, ja, was muss denn jetzt eigentlich im Quartal gemacht werden, was muss ich schon gleich mal vorsehen. Dann Projektideen, Platz einfach, wo man sich für bestimmte Themen, für bestimmte Projekte, die man so im Kopf hat, die Informationen sammelt. Deswegen hier verschiedene Möglichkeiten, Größen, hier auch nochmal eine Ideenmap, auch nochmal mit diesem 16er Raster. Und dann kommen Nebenprojekte. Hier soll man alle Daten für ein Projekt sammeln. Hier die Aufgaben, klarer Name, hier Platz auch zur Reflexion danach, was eben gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und hier einfach viel Platz, um alles unterzubringen. Das gibt es 4-mal in zweiseitig und dann 10-mal in einseitig. Immer auch hier mit einer Möglichkeit, den zeitlichen Verlauf einzutragen. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende. Hier noch die Übersicht über die Listen und Notizen, die alle mit einem Hashtag versehen sind, die alle vorne einen Index haben, damit man die Sachen auch wiederfindet, damit man auch weiß, ob noch was oder was jetzt belegt ist und womit es belegt ist. Diese Listen sind eben sehr gut, um irgendwelche Checklisten zu führen, um irgendwelche Informationen zu sammeln übers Jahr hinweg, eine Bücherliste, irgendwelche anderen Informationen, die immer wieder dazukommen. Und davon gibt es eben verschiedene Listen, erst viele kleinere, die aber normalerweise ausreichen für so Dinge. Dann gibt es auch noch ein paar große, einspaltige und hier mit Buchstaben versehene Bereiche, die man auch für Adressen oder so weiter verwenden kann. So, und dann gibt es noch neben den linierten, gibt es dann noch karierte, 20 Seiten und hier hinten noch gedottete. Und wenn ihr das vielleicht sehen könnt, hier oben sind so Punkte, da kann man sich anhand den Punkten, kann man sich die Tabelle vierteln oder auch hier mit dem grauen Punkt sie dritteln. Hier rüber gibt es dasselbe. Und Idee ist eben hier auch irgendwelche Tabellen selber zeichnen zu können. Das sind auch nochmal 20. Am Ende wird das Ganze
geschlossen noch von einem Stundenplan. Ja, und das war es dann eigentlich. Also ein Eldorado für alle planungsaffinen Leute, die hier wahrscheinlich, wenn du es vielleicht jetzt gesehen hast, schon denken, oh ja, da mache ich das so, da mache ich das so. Aber in einem Buch, das leichter ist als hier ein Notebook, ja, in einem Buch alle Informationen von einem Jahr zusammenzufassen und für alles einen Platz zu haben, es wiederzufinden und es vor allen Dingen mit einem eigenen Stift auch geschrieben zu haben, ist eine wunderbare Sache. Eignet sich auch, wir bieten es auch als Digital Planning an. Diesen Planer, die Doppelseiten, ist auch perfekt, ist halt kein Papier, aber hat dieselbe Struktur, schaut genauso aus und vielen hilft es auch oder noch mehr. Dann bieten wir das auch an, aber Tatsache ist auf alle Fälle, dass hier viele Möglichkeiten da sind. Du musst sie nicht alle nutzen, aber du kannst hineinwachsen und du wirst für alles einen Platz finden, um die richtige Struktur zu haben. Oder du wirst die Struktur finden, so muss man sagen. Du wirst die Struktur finden, in der du deine Informationen, das, was dir wichtig ist, was dir wichtig war, irgendwo unterzubringen und danach Profit daraus zu schlagen, weil du mit diesen Informationen nachdenken kannst. Wir sagen Wurzeln schlagen kannst und Frucht bringen kannst, weil wirklich was rauskommt, wenn du weißt, was du jetzt eigentlich ändern sollst. Insbesondere nach der Quartalsreflexion wirst du vieles merken, was du in dem Jahr noch anders und besser machen kannst. Und um das geht es uns. Besser zu werden und geplanter zu werden, weniger hektisch zu sein, den Menschen, die um uns herum sind, einfach Sicherheit auch zu geben, indem sie merken, wir haben die Sache im Griff. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.